Manchmal denkt man auch, ey, Wahnsinn, weil man irgendwie aufzählt, was noch alles fehlt und so weiter. Der Berg ist einfach unendlich. Bringt es überhaupt noch jetzt was zu tun oder gebe ich einfach, lasse ich es einfach, ja? Wir sind Johanna und Bernhard, wir bauen eine Lebensgemeinschaft auf und die heißt Eule. Eule steht für eine unabhängige Lebensgemeinschaft. Also wir fangen mal an. Hier ist die eine kleine Wohnung für eine Person mit kleinem Zimmer und einem Bad und Dusche. Und dann hier ist der Heizraum mit Holzvergaser und so. Und hier ist der große Gemeinschaftsraum. Hier kommt ein großer Tisch hin und eine Bank und Stühle und hier die Küchenplatte. Hier kommt ein kleiner Küchenherd hin. Und ja, das wird so das Herzstück, hoffentlich. Vor etwa 12 Jahren haben meine Eltern diesen Hof hier gekauft. Die wohnen in der Nachbarstadt. Und die wollten eigentlich selber einziehen später und haben das aber zeitlich alles nicht hinbekommen, das alles auszubauen. Der stand jetzt jahrelang eben leer und halb fertig gebaut. Und dann sind wir vor 2 Jahren zusammengekommen und Bernhard hatte die Idee, eine Kommune zu machen. Und dann haben wir das gemacht. Vor einem Jahr haben wir uns entschlossen, hierher zu kommen, richtig, und haben dann begonnen, das aufzubauen. Also die Wand hier hinter ist völlig wild. Also das sind Ziegel, Lehm, Lehm gestampft, Lehmsteine und Naturstein. Und da haben wir eine Schicht Lehmputz drauf gemacht. Und in diesen Lehmputz sind diese Schilfrohrmatten reingedrückt und geklebt worden. Dann hier noch verdübelt worden. Und jetzt kommt hier noch Wandheizung drauf, also Rohre, die meanderförmig über diese Wand verlegt werden. Und da kommt dann Lehmputz drauf, erstmal ein Unterputz und dann noch ein Oberputz. Und dann ist die Wand fertig. Hier haben wir jetzt wirklich so eine schöne Natursteinwand und die lassen wir auch so, wie sie ist. Die haben wir jetzt schon abstrahlen lassen, die ist sandgestrahlt worden. Die wird jetzt noch verputzt und obenrum, da kommt dann auch noch Lehmputz. Aber diese Wand, diese Steine werden so schön sichtbar bleiben. Also das ist die Wilma. Hier unten haben wir so Holz. Hier haben wir jetzt schon angefangen, Holz zu machen für den Winter dieses Jahr. Ich gucke schon seit Jahren Videos über Tiny Lehm so. Und hatte schon immer diesen Traum, einen Bauwagen zu haben. Und dann habe ich einfach bei eBay Kleinanzeigen geschaut und habe da tatsächlich ihn gefunden, den Bauwagen, die Wilma. Und habe sofort gewusst, bin ich sofort hin, habe den gekauft. 15.000 hatte der damals gekostet. Aber der war eben schon fertig isoliert, fertiges Dach drauf, der Ofen war schon drin und also die ganzen Außenarbeiten, die waren alle schon fertig. Und dann den Innenausbau. Also ich liebe dieses, wenn das so geordnet ist und so. Genau. Das ist unsere Toilette, trocken trennen. Ja, komm mal rein. Das ist die Küche. Die haben wir am Anfang auch benutzt, aber jetzt ist eigentlich noch unser Bad. So, und dann haben wir hier, das ist hier ist der Staubsauger drin, und so ein extra Hocker für den Schreibtisch, weil hier ist auch, läuft das Abwasserrohr, deswegen haben wir das so gemacht. Hier halt ist das Bad drin, hier sind gerade Tassen drin, hier ist das Wasser. Und das bewährt sich auch total, also wenn man jetzt hier so drauf, dann kommt da immer, also das ist ganz praktisch. Das hier ist immer unser Müll. Wenn wir nicht rausgehen wollen, dann schmeißen wir da alles so rein. Hier haben wir die Sitzecke. Hier ist so mein Sammelsurium, also alles, was man so reintun kann.
Hier haben wir unsere, also Wertsachen, immer so Brillen, so einfach, wo alles reingeschmissen wird und fertig. Und dann unser Telefon, das ist so ein bisschen der Esstisch. Hier haben wir die Bettwäsche drin, immer, das hat sich auch bewährt. Das geht auch, können wir auch draußen aufhängen mal, aber das geht gut. So. Und hier hinter ist unser Kabelchaos, unser Internet und so. Wir haben kein WLAN, also wir wollen möglichst wenig WLAN haben und deswegen haben wir alles Mögliche immer so an diesen Kabeln und da gibt es auch so Adapter, das ist vielleicht auch interessant, da gibt es so Adapter, die kann man dann hier so dran und dann kann man die ins Handy einstecken und zumindest moderne Handys können dann auch richtig Internet haben, ohne dass sie so ein Pfeil kommt dann und dann kann man ganz normal Internet haben am Handy auch. Finde ich praktisch. Hier sind unsere Klamotten. Hier ist Bernies und so. Hier haben wir die Klamotten drin. Weiß nicht. Und hier ist ein Keller. Ist halt einfach so eine Kiste unten dran gemacht. Und hier haben wir noch die, also wenn wir das Bett runter machen, dann ist das sozusagen der Nachttisch. Da haben wir dann auch noch so Körpersachen drin, so zum Massieren und so weiter. Faszienrolle und solche Sachen. Genau. Unser kleine Lampe. Für mich ist das Leben im Bauwagen das ist so nah an allem. Man hört alles, die Vögel und das Rauschen vom Wind und das Wasser, was aufs Dach prasselt und so. Also und ich mag auch dieses Geborgene. Also dass es so beschützt ist irgendwie. Und die schöne Temperatur im Winter. Ja, Im Ofen. wenn es so ganz warm wird und dann, am besten ist halt, du wachst morgens auf, es ist irgendwie so 5 Grad, dann zitterst du, gehst raus und so weiter und dann kommst du irgendwann im Laufe des Tages rein, es ist vielleicht immer noch 5 Grad, aber draußen ist so kalt und dann so, oh, es ist gemütlich warm, so, das ist ja schon mal toll und dann gehst du irgendwann dann heizt du irgendwann und dann fängt es so an, 11 Grad, oh, total schön und so. Und dann wird es halt immer wärmer und dann, und dann gehst du wieder raus auf Toilette, dann ist es wieder ganz kalt, dann hüpfst du wieder ins Bett rein und dann ist es wieder ganz warm. Also das macht so lebendig, finde ich, dieses Leben. Also hier so und dann lege ich hinten hinten können wir dann die dranlegen und dann können wir sogar strecken richtig im Bett. Dann ist richtig Platz. Die Kissen meinst du? Die Kissen lege ich dann da unten hinten, können wir hinlegen und dann haben wir großmöglichstes Bett für diesen Raum sozusagen. Wie breit ist das Bett? Ich glaube 1,20 oder so. Ja. In den meisten Wegen ist es ja so, dass das Bett irgendwie erhöht gebaut ist. Ne? Das ist erhöht gebaut und dann ist der Stauraum darunter. So ist es ja oft gemacht. So war das hier auch ursprünglich angelegt in dem Wagen. Wir haben uns aber dann dagegen entschieden. Zum einen, weil wir näher am Boden schlafen wollen und eher hart und eigentlich auch keine klassische Matratze haben. Und dadurch haben wir natürlich jetzt aber Platz gewonnen. Wenn wir das jetzt hochklappen, haben wir natürlich diesen Platz, um diesen Schreibtisch zu ermöglichen. Dafür brauchen wir natürlich den Platz dann für die Bettdecke. Deswegen hier den Schrank. Und der Stauraum, der sonst unter dem Bett wäre, ist natürlich jetzt auch nicht da. Und den haben wir dann durch diese Keller gewonnen. Das ist unser Ofen. Vom Prinzip ist der etwas überdimensioniert für dieses Volumen. Wir haben also am Anfang haben wir altes Holz geschenkt bekommen. Da waren wir sehr froh drüber, haben das dann erstmal selber klein gemacht und in den Ofen. Und dann konnte man den Ofen einmal komplett voll machen und dann ist der niedergebrannt und dann hat man schöne Raumtemperatur erreicht. Und eines Tages hatte ich halt dann anderes Holz, gutes Holz, habe überhaupt nicht daran gedacht und habe den Ofen genauso voll gemacht wie immer. Und so nach einer halben Stunde dachte ich mir, was geht denn jetzt? Ja, und dann war es dann doch sehr, sehr warm, also weit über 30 Grad, die wir dann hier in dem Raum erreicht haben. Also weil der Ofen hat, ich glaube, 5 oder 6 kW. Also, ja. Aber der macht wirklich sehr warm und kuschelig. Auch sehr schnell eigentlich. Aber es ist halt auch dann wieder schnell kalt. Also im Winter, wir hatten -13, war das geringste, was wir hatten.
Und dann haben wir morgens, wir haben noch einen Frostwächter hier dann im Winter stehen und der springt dann auch an. Also morgens hat man dann so minus, nicht minus, aber so 5, 6 Grad. Und ohne den Frostwächter hätten wir minus. Ne? Und Frostwächter heißt in dem Fall was? Elektrisch. Elektrisch und der guckt halt und bei 5 Grad geht er an. Ja. Wir haben jetzt nicht geprüft, weiß nicht, wann der denn angegangen ist. Also nicht abends um 11 oder so dann gleich, aber irgendwann nachts geht er dann an. Und wir haben zur Sicherheit, ne, man sagt ja immer, das ist ein bisschen gefährlich im Ofen, in so einem kleinen Raum und so weiter. Wir haben halt, hier unten sind 3 Luftlöcher, die durch den Boden rausgehen. Das ist sozusagen eine Zwangslüftung eingebaut, dass da nichts passiert. Und dann haben wir hier unseren Detektor hier Genau. für Kohlenmonoxid und so weiter und einen Feuerlöscher. Und wir haben auch noch so ein Teil, was man, wenn wir das Bett runtergeklappt haben, also das da ist so Brandschutzding, muss ja bestimmte Abstände auch haben und so weiter. Das sind so Fermazellplatten. Und dann kann man auch, dann haben wir so ein Ding gebaut, was man hier so davor stellt, dass das Bett nicht, also dass, wenn die Bettdecke, dass die nicht gegen den Ofen kommen kann. So. Wir hatten jetzt gerade so eine Phase, wo totales Chaos eingebrochen ist, bevor du kamst, weil so ganz viele Bauen, viele Projekte und so weiter und dann, das wird natürlich sofort absolutes Chaos und dann wölbt sich da ein Stapel auf den anderen und das noch, also das geht natürlich Man muss schon jeden Tag aufräumen, Ja. das ist richtig. wenn man stimmt, das nicht man muss es regelmäßig häufig macht, machen. ja. Man ist aber auch sehr schnell fertig. Man ist schnell fertig und wenig ist- Fenster zu putzen. Es ist so, dass Und ich bin ja der Koch und verantwortlich meistens für das Essen. Das heißt, ich gehe das Frühstück machen und in der Zeit räumt die Ja, Johanna den Wagen auf. dann ist schon Bett hochgeklappt, schnell alles fertig gemacht. Meistens schaffst du auch noch ein Meditieren. Ja. Also aufräumen und meditieren gegen Frühstück vorbereiten. Das ist die Lissy. Das ist unser Solarkocher. Und den kann man schön nach der Sonne ausrichten. Jetzt, wenn wir Glück haben, kommt sie jetzt gerade. Und in die Mitte kommt ein Topf. Jetzt merkt man es schon. Und da kann man dann kochen. Das funktioniert sehr gut. Ja, man müsste eigentlich. Hier oben in der Decke sieht man das jetzt richtig brutzelt. Ja, und wenn die Sonne dann nicht scheint, dann kochen wir halt hier jetzt mit Gas. Und ja, das ist unsere provisorische Küche. Wir wollten die ganz provisorisch bauen am Anfang, so nach dem Motto, wir können die wieder rausrollen, weil ja der Boden nicht fertig ist und die Wände nicht und so weiter. Aber dann haben wir irgendwie so Tag für Tag weitergewerkelt und am Ende ist das jetzt so rausgekommen und wir sind sehr froh, das zu haben. Also eine Küche ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir auch viel kochen und selber Wir haben auch viel machen. eingemacht. Viel eingemacht und so weiter. Und jetzt hier zum Beispiel machen wir gerade Sauerteigbrot, was dann auch, haben wir lange rumgemacht, bis wir diese Kiste da gefunden haben mit der Temperatur, weil wir natürlich im Winter haben wir jetzt hier keinen Raum mit Raumtemperatur. Im Wagen auch nicht. Wenn wir morgens aufwachen, haben wir im Wagen 5, 6 Grad gehabt. Und dann kann man, Sauerteig mag das nicht. Und daher haben wir dann diese Box. Also hier kommen 2 Wohnungen rein. Einmal hier ist der Flur, hier geht es zum einen Bad und hier hinter kommt man in einen großen Raum. Hier ist eine kleine Küche und das ist der große Raum, ist eine Paarwohnung oder eine Einzelwohnung. Genau. Genau, dann geht es hier drüben weiter. Also man kommt hier die Treppe hoch und würde quasi hier antreten. Und dann ist hier eine Tür, mit der man dann in diesen Raum kommt, was eine Wohnung gibt. Und dann hier, das ist das Besondere, die Tür zum Bad wäre dann hier. Und dann ist dieser Raum das Bad dann von der Wohnung. Zu zweit auf 9 Quadratmeter im Winter ist ein bisschen heftig. Und die Wilma ist so schön, dass die Johanna ihre Wilma nicht aufgeben möchte. Also machen wir das jetzt quasi so, ich gehe in eine Wohnung rein, oder wir gehen eigentlich gemeinsam in eine Wohnung rein, haben dann halt diese beiden Möglichkeiten, schlafen wahrscheinlich immer in dem Wagen und ich mache dann auch, momentan mache ich ja den ganzen Bau,
Zukünftig will ich auch schon wieder Tätigkeiten am Computer machen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass ich brauche mein Büro, meinen Computer. Und da passt in den 9 Quadratmeter Wagen, so wie ich ihn gewohnt bin, nicht rein. Ich arbeite meistens den ganzen Tag alleine auf dem Bau und versuche, dass wir dieses Haus so weit bekommen, dass man drin wohnen kann. Und zwar in voller Funktion. Also ich bin halt Klempner, Elektriker, Lehmbauer, Maurer. Habe ich was vergessen? Ja, sicherlich. Du hast sicher viel vergessen. Also alle Gewerke. Ja. Wir haben Gott sei Dank einen fähigen Handwerker, der uns immer mal wieder anleitet. Elektrik kann ich selber. Ich habe Physik studiert, das kann ich. Sanitär hatte ich große Ängste davor. Aber hat dann auch alles geklappt. Und Lehmbau zeigt er uns. Ja, mittlerweile kann ich vieles. So sieht das aus, wenn ich dann duschen möchte. Und dann packen wir den ein. Dann hängt man das hin. So. Und dann geht man rein. Genau, da haben wir hier, hängt unsere Seife. Und dann auf ihn geht's. Man hat schöne Aussicht, man sieht den Sonnenuntergang. Und man braucht erstaunlich wenig Wasser, wenn man so duscht. Ich habe eine Praxis, mache Schmerztherapie, bin Heilpraktikerin und alle Einnahmen von da gehen erstmal hier in die gemeinsame Kasse. Und Bernie arbeitet halt und dafür können wir halt hier leben. Genau, ich steigere ja den Wert des Hauses, Ja. indem ich es Aufbaue. Ja. Und wenn sie dann mal Zeit hat oder kannst du ja auch mal Tage freischaufeln. Manchmal lege ich die Patienten so, dass ich einen Tag frei habe. Dann, wenn ich sage, ich kann ich brauche, helfen. man kann auf dem Bau wahnsinnig viel allein, aber manche Dinge gehen einfach nicht, weil ich es nicht heben kann oder weil mir einfach manchmal hängt man da und hält mit den Schultern was fest und man angelt da mit dem Fuß nach dem Akkuschrauber und so. Manchmal geht es halt einfach nicht und da fehlen einem einfach 2 Hände. Und außerdem hat sie wahnsinnig Spaß daran. Ich liebe Bauen mit Holz und alles. Also sowas, das Erschaffen halt, ne? Was fangen wir an? Also Tomaten, Lauch ist dieses Jahr sehr gut gekommen, Erbsen gibt's, Calendula, Ringelblumen, Erdbeeren? Erdbeeren, Kartoffeln, Bohnen sind nicht gekommen, rote Beete ist nicht gekommen, Haferwurz haben wir. Ja, grundsätzlich haben wir dieses Jahr ein bisschen noch ein Phänomen, dass die Sachen nicht so gut wachsen. Wir sind noch auf der Ursachensuche, was da dem Boden was fehlt oder zu viel Wasser oder zu wenig Wasser auf gar keinen Fall, das wissen wir. Wir haben so eine automatische Bewässerung installiert, das kann es eigentlich nicht sein. Wir haben jetzt Bodenproben gemacht und manchmal denkt man auch, ey, Wahnsinn, weil man irgendwie aufzählt, was noch alles fehlt und so weiter. Der Berg ist einfach unendlich. Bringt es überhaupt noch jetzt was zu tun oder gebe ich einfach, lasse ich es einfach, ja? Und dann immer wieder, dann denkt man, ja, kleiner, den kleinsten Schritt, den kleinsten nächsten Schritt definieren und den dann machen und dann sagen, ich habe den Haken, das und das geschafft. Und das hat uns eigentlich immer wieder geholfen. Ne? Ja, also manchmal laufe ich auch morgens 10 Minuten durchs Haus, völlig orientierungslos und weiß einfach nicht, ey, wo soll ich jetzt anfangen? Ja, ich bin allein, das dauert 10 Minuten und dann fange ich irgendwo an und abends habe ich irgendwas fertig. Und dann kommt sie abends, dann muss ich das immer zeigen. Ja, da muss ich erstmal eine Haustour machen. Das ist dann irgendwie wichtig. Jo zeigen, was ich heute wieder gebaut habe. Ja, und es gab auch schon Situationen, wo es dann nicht gepasst hat. Habe ich, hab ich Ärger gekriegt. Und dann mussten die Steckdosen noch woanders hin.
Also jetzt, ich wirbel das Wasser, um dem wieder so Energie reinzubringen. Also so wie es bei Gebirgsbächen so runter, so im Prinzip, also dadurch, also die wollten das nachempfinden und haben deswegen diese Form gemacht. Und jetzt nimmt man das so. Und dann so. Und das finde ich am schönsten, wenn da dieser Kreisel so kommt. Ne? Also ich mache immer 3-mal in die Richtung, wie zum Reinigen. So. Das muss man auch oft machen, also insgesamt 12-mal. Deswegen, und ich dachte früher immer, ich würde das nie machen, weil das so zeitaufwendig ist, aber das hat irgendwie was total Beruhigendes, finde ich. Und irgendwie schmeckt das Wasser so viel besser, dass ich das echt mache. Genau. Und dann, jetzt zähle ich, damit ich diese 12 kriege. Das ist jetzt 1. Und dann denke ich mir irgendeinen Wunsch aus und mache ich so intuitiv so 1 wie die Einheit oder so. Ne? So. Mit sich 1 sein zum Beispiel. Und dann 2 wie zum Beispiel 2 Menschen, die sich mögen. So. Also ich habe ja einen hochbezahlten Job dafür aufgegeben. Und es war sehr interessant, denn diese Bekanntgabe, dass ich jetzt da weggehe. Ja, dann kommen als erstes natürlich, ja und, ja, wärst du jetzt irgendwo Abteilungsleiter oder was ist denn, oder was, wie, wo? Sage ich, nö, ich steige aus, ich baue jetzt Gemüse an. Ja, was? Ja, und ich will das ja vorleben, deswegen habe ich wirklich tatsächlich bewusst an die große Glocke gehängt und immer an möglichst vielen Stellen erwähnt, das, was ich halt jetzt eben vorhabe. Und es war wirklich interessant, die Reaktion der Leute. Ich habe also tatsächlich, gut, ich war natürlich auch für Leute verantwortlich, dem Chef zu sagen, dass er spinnt, macht man vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe tatsächlich keine einzige Reaktion, wo, oh nee, ey, bist du irre oder so. Ja? Die Standardantwort war, oh, bist du mutig? Und tatsächlich die zweithäufigste Antwort war, eigentlich würde ich das auch gerne. Eigentlich würde ich das auch gerne. Und ich sagte immer, ja, eigentlich hilft uns nicht weiter. Einfach machen halt. Einfach machen. Morgens aufstehen und machen. Ich habe mich auch schwer getan mit der Entscheidung. Also es ist schon, man ist so in diesem Sicherheitsdenken und in dem System halt gefangen und Rente und was und wie macht man das und so weiter. Aber es hilft uns ja auch irgendwie nicht weiter. Also man muss einfach morgens aufstehen und sagen, ich mache es jetzt. Und dann gibt es auch immer Wege, mit denen man eine Lösung finden kann. Bei mir ist irgendwie so, dass es so fließen muss. Also ich habe irgendwie so einen Traum und dann einfach, ich finde es auch, es ist nicht für jeden Menschen richtig, nur irgendwas zu machen, was man will, sondern es kann auch manchmal so ankommen, so, und dann spürt man so, ja, das stimmt, das ist jetzt genau das, was ich, und dann kommt die Energie und die Kraft und für diese Entscheidung, wenn die genau im richtigen Moment ist, dann kommt es so und dann spürt man so, das ist es und dann macht man es. Also ich finde, es ist ja so, wird oft gesagt, so, man muss jetzt aus sich raus, aus der Komfortzone raus und muss irgendwie sich überwinden. Musste ich schon. Ja, du, bei dir war es anders, aber bei mir war es irgendwie so, ganz natürlich hat sich das so ergeben und ich wusste sofort, dass irgendwie das stimmt. Vielleicht gibt es auch einfach unterschiedliche Menschen. Die einen müssen sich zwingen und die anderen müssen einfach nur mitfließen irgendwie. Ja, es ist so ein Kampf zwischen Kopf und Herz irgendwie. Also ja, der logische Verstand sagt, ey, bist du eigentlich irre und verdienst so viel Geld und das und das und das und das. Und dann sagt der andere Teil, aber ja, also guck dir den Ort an. Ja, muss ja einfach nur einmal 10 Minuten sitzen. Dann ist es eigentlich schon rum. Ja, so geht es mir zumindest. Ja. Also einmal da 10 Minuten auf diesem Birkenplatz sitzen und dann sagt man ja, mehr geht nicht. Oder nachts den Sternenhimmel sehen oder sowas.